Können wir bitte mal ganz normal über Orgasmen sprechen? Denn wenn wir über Female Empowerment reden und es ernst meinen, dann sollten wir bei unserer Sexualität anfangen. Mein Name ist Edith Löhle, ich bin freie Autorin und Journalistin und begrüße euch zum O-Talk. Ich bin Dr. Patricia Heidmann, Coachette für ein Liebesleben und ich betreibe Orgasmuswissenschaft. Du sagst, Lust und Liebe mit System, das geht. Wie geht das konkret? Was für Tipps hast du für Paare im Alltag? Ja, also erstmal muss ich den Glaubenssatz loswerden, dass das einfach so funktioniert. Ich muss nichts dafür tun, keine Beziehungspflege, funktioniert einfach. Nee, das funktioniert leider nicht. Da muss man auch schon mal eben mit System das selbst in die Hand nehmen. 3 Tipps, da hätte ich zum Beispiel erstmal Komplimente machen. Sowohl beim Sex Komplimente machen oder danach. Ich bringe dadurch die andere Person in einen sehr guten Zustand, weil klar, wer kriegt nicht gerne Komplimente? Und ich bringe auch mich in einen guten Zustand, wenn ich sehe, wow, die andere Person mag das gerade. Und dann gibt es meistens sogar ein Kompliment zurück. Was man auch Schönes machen kann, sich mal gegenseitig die Wörter sagen, die man gerne hört. Oder zum Beispiel, wie mag ich es denn gerne, dass meine Partnerin stöhnt oder mein Partner? Ist es mehr so ein oder ist es mehr so ein Also was macht mich eigentlich an? Welcher Ton? Das wirklich mal austauschen und dann auch mal umsetzen beim Sex. Und ich kann gemeinsam üben. Ich zeige also meinem Partner oder Partnerin, mit was für einem Druck, was für eine Geschwindigkeit, an welcher Stelle ich genau berührt werden möchte. Also das wirklich mal als so kleines Tutorial sehen. Du bist Coachette in Sachen Liebesleben. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Im Wesentlichen helfe ich Frauen dabei, in ihre Lust zu kommen. Einige, weil sie noch nie in ihrer Lust waren, aber die meisten haben ihre Lust verlernt. Gibt es jetzt ja auch wieder eine frische Statistik, die besagt, nach ungefähr einem Jahr im Beziehungsleben langweilen sich Frauen. Ja, und auch andere Statistiken, wie zum Beispiel aus Australien eine Riesenstudie, die haben 20.000 Leute befragt, dass 50% der Frauen kein Interesse am Sex haben. Kommt es davon, dass wir irgendwie uns nicht genug auskennen mit unserem Körper und deswegen das Interesse verlieren, weil wir vielleicht den Zugang nicht haben? Glaubst du wirklich, dass die Hälfte der weiblichen Gesellschaft kein Interesse an Sex hat? Also wo kommt es her? Tja, da gibt es extrem viele Gründe, die man so spekulieren kann. Gerade bei Frauen ist eine Sache, wie rede ich eigentlich mit mir selbst, wenn ich Sex habe? Ganz viele haben ein negatives Selbstbild von sich. Also das Körperbild ist nicht gut, das ist sehr negativ. Da geht es sehr viel um, wie sehe ich eigentlich aus. Also man muss mal sich selbst beobachten, wenn ich Sex habe. Wie rede ich eigentlich mit mir über meinen Körper? Sage ich mir, oh Gott, ich kann jetzt keinen Doggy-Style machen, weil dann sieht er, wie fett mein Hintern ist. Das hält mich natürlich davon ab, überhaupt in die Entspannung zu kommen. Und dementsprechend verliere ich dann auch nach und nach das Interesse an Sex, wenn ich mir immer wieder diese negativen Sachen einrede. Und das kommt bei mindestens einem Drittel, zumindest laut Statistiken, vor, dass Frauen negativ über sich selbst reden und denken. Also ist Selbstliebe die Grundlage von einem erfüllten Sexualleben? Mein Reden, Selbstliebe ist A, Grundlage für ein erfülltes Sexualleben und B, Grundlage für alles. Ob ich erfolgreich sein möchte, ob ich glücklich sein möchte, ob ich kreativ sein will. Für alles ist Selbstliebe die Grundlage. Also wenn das sitzt, sitzt auch das Sexleben. Wie entsteht diese riesen Gap, dass viele Frauen denken, sie können nur klitoral kommen und niemals vaginal? Wie das kommt, da kann ich nur spekulieren. Also ganz generell vielleicht erstmal, wo ist überhaupt der Unterschied, auch im Empfinden, wie fühlt sich das an? Ja. Beim Klitoralen ist es eher so, dass es ein pulsierender Orgasmus ist. Der ist auch wirklich sehr zentriert auf die Vagina, dass dann eben diese Kontraktionen kommen. Das kann von 1 bis 30 sein. Also eine wäre dann eben ein sehr schwacher Orgasmus, viele können den vielleicht sogar gar nicht wahrnehmen und 30 ist natürlich ein sehr intensiver. Kommt es eben auch darauf an, wie stark die Beckenbodenmuskulatur ist. Deshalb empfehle ich auch da, üben. Zum Beispiel Yoga hilft dabei, dass diese Muskulatur sich stärkt. Und beim vaginalen Orgasmus, also G-Punkt-Orgasmus, ist es mehr so ein Zerfließen, mehr so eine Ganzkörpererfahrung. Und dafür ist es eben wichtig, da muss man sich mit dem G-Punkt auch ein bisschen auskennen. Also wie fühlt er sich eigentlich an? Wo liegt er eigentlich? Wenn ich jetzt ganz normalen Geschlechtsverkehr habe und der Penis dringt ein und wieder raus, dann ist es so, dass der G-Punkt gar nicht berührt wird bei den meisten Frauen. Weil von der Anatomie ist es so, dass er eher eingestülpt ist Richtung Bauchdecke. Das heißt, so kann ich nie was empfinden. Ich brauche also Methoden, wie ich wirklich an diesen G-Punkt rankomme. Ein großes Thema in der Sexualität ist für viele auch nach wie vor Scham. Wie kann man Scham abbauen?
Ja, hast du recht, ist ein Riesenthema. Viele haben es auch so gelernt, dass man sich schämen muss für den eigenen Körper. Geht aber auch, sowas abzubauen. Also womit ich sehr viel in Coachings arbeite, ist das Selbstbild. Also wie stelle ich mich als sexuelles Wesen dar? Ist das eher so ein Bild, was ich sehe, was schwarz-weiß ist, ein bisschen unscharf, ganz weit weg, ich will es am besten überhaupt nicht sehen? Oder, und das wäre ja der Optimalzustand, ich sehe es in leuchtenden bunten Farben, 3D, Dolby Surround, ich kann einsteigen, bin mittendrin, ich als sexuelles Wesen. Das ist optimal, wenn ich es schaffe, mich selbst so zu konstruieren. Weil die Frage ist ja, wenn es ein negatives Bild ist, wie kann ich es verändern? Und das mache ich eben mit dem Coaching. Und immer wieder drüber reden, normalisieren, nochmal drüber reden. Am besten erstmal mit den engsten Freundinnen und Freunden, vielleicht auch mal ab und an mit Bekannten, dass das wirklich ein normales Thema wird. Und ein weiterer Tipp wäre, man kann ja auch mal auf Körpererkundung gehen und vielleicht sogar sagen, okay, heute nehme ich mir mal vor, ich greife an diesen Ort und werde ihn benennen mit einem Namen meiner Wahl, dass ich mir selbst kleine Challenges setze. So Tag für Tag, dass ich immer ein bisschen mehr mache. Und irgendwann wird das Gehirn verstehen, ich mache es immer wieder und wieder, also langsam wird das was Normales. Also auch da muss ich konsequent am Ball bleiben, um Scham abzubauen. Ist aber eigentlich gar nicht so schwierig. Ich begegne immer wieder Frauen, die sagen, ich bin nicht normal, weil ich kann das und das mit meinem Körper nicht. Gibt es die eine normale Sexualität überhaupt? Ich behaupte mal ganz mutig, nein, die gibt es nicht. Sexualität ist nicht nur bei Frauen, genauso auch bei Männern natürlich, also bei Menschen im Allgemeinen, von Frau zu Frau, Mann zu Mann komplett unterschiedlich. Das Ding ist, wir setzen uns ja meistens selbst Grenzen und sagen so, nein, das will ich auf gar keinen Fall, um Gottes Willen. Und da wäre es ja auch schön, die Leute zu empowern und zu sagen, setz dir doch selbst keine Grenzen, probier alles aus. Und Frauen funktionieren, genauso wie Männer, extrem unterschiedlich. Manche haben auch sehr wenig Geduld mit sich. Wenn sie sagen, oh Gott, ich funktioniere irgendwie nicht richtig, dass man sich dafür auch Zeit nimmt, sich selbst zu entdecken. Ja. Und wirklich auf Erkundungstour zu gehen und nicht zu glauben, ich probiere das jetzt einmal aus und dann hat das zu funktionieren. Oder ich probiere es eine Woche aus und dann hat das zu funktionieren. Nein, so funktioniert der Orgasmus nicht. Diese Nerven müssen immer wieder trainiert werden. Das ist wie beim Sport. Ich kann auch nicht gleich über eine 2 Meter Latte springen. Da muss ich auch erst mal ein paar Jahre vorüben, bis ich das kann. Also nicht immer gleich alles wollen, sondern geduldig mit sich selbst sein. Patricia, ich habe viel gelernt. Alles Gute für dich und vielen Dank. Gerne.